Moin moin Freunde und willkommen zurück zu einem weiteren Part Let's Play L.A. Noire hier bei uns auf dem Konfi-Kanal. Und ja, nächster Part, offenkundige Bestimmung. Im letzten Part haben wir den DLC-Fall abgeschlossen und ich fand ihn sehr cool, wirklich, muss ich sagen. Er hat mir sehr cool gefallen und ich bin mal gespannt, was uns jetzt erwartet. Es ist jetzt wieder ein normaler Fall im normalen Spielverlauf, der nicht nachgepatcht wurde. Wir haben eine Schießerei in irgendeinem Club gehabt. Wir sollen da mal nachgucken, weil es wurde wieder Morphium aus der US Army aus dem Vorrat gefunden. Und wir fahren da jetzt hin. Außerdem ist ein Richter gestorben, der 20 Injektionsspritzen als Vorrat hatte. Das hört sich auch alles wieder nicht gut an. Wir kriegen das einfach nicht in den Griff. Green are going toe to toe for the top job. There's a change in the wind. About time. This wind will be like a tornado, Phelps. Parker's got a puritanical streak. You never know we'll get swept up in a thing like that. Okay. Anscheinend geht's da um irgendwelche Wahlen für hohe Polizeiränge. Ja, schön das Straßenverbrechen, aber wir haben uns ja darauf geeinigt, dass wir das nicht mehr verfolgen. Leider. Wäre mein erster Spielstand noch da gewesen, hätten wir das sicherlich auch zu Ende gebracht. Weil ich glaube, es gab da auch einen kleinen Nebenfall, der ein bisschen länger dann war. Glaube ich zumindest. 111 Club. Ah, sehen wir jetzt wieder Bukowski und Galloway. Bukowski. Phelps, back again. We're here about the Lustig. morphine. Over by the bandstand. You can see what's left of the owner, Eddie McGoldrick, 26, former Marine. I know Eddie McGoldrick. He was a non-com in my old unit. I'm sorry to hear that, Cole. Waitress said he recently came into some money and bought the club. Who are the other Vics? Two musicians, Biddleston and Bow. And get this, they used to be in a four-piece, but the trombone player and the drummer OD'd. Don't tell me. Lamont and Tyree? We've met the rest of the band. Now they're a no-piece. Do you mind if we take a look around? Be my guest. You might want a word with the hostess, too. I'll keep her company until you're ready. Okay. Das ist natürlich nicht so lustig, ne? Ach du Heiliger. Must have pumped a dozen rounds into him. Certainly sends a message. Okay, das ist wirklich eine klare Ansage. Das ist einer der Bandmitglieder. Meine Güte, wurde der zugerichtet. Schaut euch das nochmal an. Durchlöchert. When you're ready to have a civil conversation, we can try again. So. Okay, Stefan, was hast du da für Probleme mit der Alten? Da ist was im Koffer. Well maintained. Custom case. Someone cared for this instrument. Find anything interesting? In der Tat. Können wir hier irgendwas Cooles dran finden? Anscheinend nicht. Aber hier... Was haben wir hier? Gar nichts? What's that click? Da hat was geklickt? Stimmt, da klickt was. Neat trick. Find Case anything must have interesting? cost more than the trumpet. Aha. Blue Room Ticket gratis. We should follow up on the musician angle. Mhm. Interessant, und das sieht doch nach Injektionsspritzen aus, oder? Kept his stash close at hand. In der Tat. Ach du Heiliger. In dem fucking Musikkoffer. Oh weia. Kinder. Die werden echt immer ausgebufft da, die Leute. Never the same, are they? Boah, hier wurde aber richtig gewütet, ey. Ja gut, gab eine Schießerei. Da ist noch eine Leiche. Biddleson. Alter. Mach doch mal die Augen zu von dem Kerl. Der wurde nicht so zugerichtet, ne? Wahrscheinlich finden wir wieder seine Nein, finden keine Papiere. Finden eine Injektionsspritze. Oh Mann. Wie kann man das
we have a news source, or is this coming from what's left in circulation? Das ist die Frage. Cole, das ist die Frage. Haben wir hier noch einen Ausweis oder irgendwas? Ne. Haben wir irgendwas in den Händen? Scheint auch nicht. Es scheint so eine ganze Band dem Morphium verfallen. Gut. Das haben wir auch. Was haben wir hier in dem Raum? Ach du Heiliger. Was ist das denn für ein Zeug? Doesn't pack to a carton. 100 cartons or more. Looks like a couple of months' supply. In der Tat, ist da vielleicht das drin, was ich denke? Anscheinend nicht. Und da sind Gewehre. These look brand new. Never fired. They haven't been degreased yet. We could check on the serial numbers. Is this guy hunting for bear? Look at these things. They're BARs. You get the odd guy who sneaks one of them home from the war. How did Okay. he get 3 of them? Army surplus morphine, Army surplus weapons, Army surplus valors. Sound familiar? We should get back to the station and check the details of what exactly was lifted from that ship. Okay. Das ist interessant. Alles aus der Armee. Schauen wir uns hier nochmal um, ob wir hier eine Zeitung oder sowas finden. Ne, noch möchte ich mich mit der Alten nicht unterhalten. Haben wir hier noch irgendwas? Ne, hier können wir uns nur nochmal die... Also der wurde definitiv krasser zugerichtet als der andere. Aber sonst haben wir hier nichts mehr. Gut, Bukowski, danke. Captain wants this one cleared up quick. Let me know how it goes with the dope. Ah, hallo. Ma'am, I'm Detective Phelps, Administrative Vice Squad. Welcome to the 111 Club, Detective. Feels like I've had half the LAPD in here today already. Okay. Die Die Hostess. Okay. Ja, ich würde mal sagen, wir befragen sie mal. Any idea who did the shooting? No idea. It was my day off. If I had been here, honey, I'd be full of holes just like the others. Okay. Okay. Raub von Vorräten der SS Courage am Dock von San Pedro. Gut, die Wahrheit sagt sie schon mal nicht, aber ich habe nichts, um eine Lüge abzubecken, von daher anzweifeln, oder? You want to level with me, miss, before we start taking an interest in you. This place has been on the slide for years. Eddie turns up, buys the club, then we start getting visits from tough guys. Next thing you know, we have the St. Valentine's Day massacre. Are you getting the picture? Tell us about Eddie. Eddie didn't know a thing about running a nightclub. He came into some money and waltzed in and bought the place. The previous owner thought all his Christmases had come at once. Okay. Komplett anders als eben gerade. Das glaube ich ihr mal. Where do you think he got the money? My guess was that he was selling the sort of quality product that you don't need to advertise. Thank you for Klare your help, Aussage. ma'am. Eddie was in over his head, but he was a decent boss. Okay. Apropos Eddie. Wo ist Eddie? Ich höre die ganze Zeit von Eddie, aber ich sehe keinen Eddie. Naja, sonst haben wir hier aber nichts mehr. Die Hinweismusik ist auch verklungen. Another day, another dollar. Ah, Leute, da ist er. Ach du Heiliger. Den haben wir noch gar nicht untersucht. Bad luck, Eddie. Okinawa couldn't kill you, but knowing the wrong people in this city. Ach du Heiliger, der überlebt da schon mal den Krieg, ne? Oh Gott.
Ah, er wurde auch zugerichtet. Meine Güte. Schauen wir uns hier nochmal was an. Sieht nicht aus, als hätte er einen Ehering. Anscheinend nicht verheiratet. Da hat er auch nichts. Und da auch nicht, außer eine große Wunde. Ja, ruhe in Frieden, Eddie. Hier ist noch was, anscheinend. They didn't even try to crack the safe. Das ist doch wichtig. Warum ist denn unsere Musik schon verklungen? Hier haben wir nichts mehr. Da ist die Leiche. Haben wir hier noch was? Nö. Gut, dann ist das jetzt auch abgehakt. Gut, das war tatsächlich dann nicht mehr relevant. Hau rein, Bukowski. Wir fahren aufs Revier zurück. Hollywood Revier. Abhinder. How well did you know the owner? Goldrick? Well enough. He was in my unit. That's some cruel irony. You survive the war, then get blown to pieces back home. It happens more than you'd think. Young guys trying to adjust to normal life, getting mixed up in the wrong crowds. The kid had just bought a nightclub. I'd say he got mixed up in the right crowds. Until someone filled him full. Ups. What are you doing? Ich habe unseren Wagen komplett zerstört. Das hatten wir auch noch nie mit so einem Frontalcrash. Polizei. Kollegen, brauchen wir eure Karre. Emergency call. I need to take this. Kollegen, ich brauche eure Karre mal eben. You don't come into that kind of money that quickly without pissing a few people off. I don't hear a siren, Phelps. Das stimmt. Da hat Roy recht. So, da habe ich unseren Wagen auch mal schön vernichtet. Oh Mann, das wird uns am Ende bestimmt wieder die 5-Sterne-Wertung kosten. Nicht gut. So, jetzt sind wir aber gleich da beim Revier. Sehr schön. Okay. Presse steht bereit. Nicht gut. Nicht gut. Hollywood-Revier. 5 nach halb 4. Who is Brenda? Brenda is L.A.'s most famous madam. Everyone knows it? Of course everyone knows. Brenda pays her way. Are we cops or a collection agency? Whores have been around since the Bible. Our job is to keep it off the street so Joe Citizen and his wife can stroll around unmolested. Then we should change the law. Are you out of your mind? Every politician in America is against prostitution, except when they're using them. Okay. So where does Stoker come in? He objects to the LAPD and the administration taking its cut. Is everyone in on this? Yeah, and that's the problem. From a little acorn does a large tree grow. He could bring the whole thing crashing down on us. Interessante Aussage. Aren't you supposed to be working now? Roy. Sir, do you know which robbery detectives are working the Army surplus theft from the Coolidge? Caldwell and McManus. I saw Caldwell in the squad room not long ago if you want to speak to him. Thank you, sir. We'll do that. This way. Okay. Hinder. Da rechts oder was? Ja. Harry, you got a minute? Sure, Cole, anytime. You've been working the docks robbery on the SS Coolidge? Yeah, that's right. So how do you see it? Inside job. Either the guys working the wharves or some of the guys on the ship. What else was taken apart from the morphine? Case of BARs, case of Thompsons, crate of Valor smokes. Homicide just recovered 3 BARs and a mountain of cigarettes at a shooting at the 111 Club. No kidding. I better get over there. Do you have a copy of the manifest? Yeah. Here it is. Okay. So, how do we connect the docks robbery to the mess at the 111 Club? Need a drink. I got the jitters again. Das ist eine gute Frage, aber da sehe ich schon Edward McColdridge. Courtney hier. Ihr seht's auch, Courtney Sheldon, ne? Valor. That bum took a swipe. $500,000 down cigarettes my loose on the streets of L.A. Christopher Majewski.
Okay. This is the crate we recovered. Jack Kelso? Ne. Wer ist er? Albert Reading? Gott. Here's our backroom arsenal from the 111 Club. Und er hier hat was gestohlen? Thomas Datham. Hat anscheinend auch Maschinenpistolen. Some of these guys are from my old unit. They must have finally shipped home. Kelso, Sheldon, McGoldrick. McGoldrick was on the boat? Sure, we checked him out. McGoldrick bought the 111 Club, Harry. His brains are all over the bar. Looks like whoever stole the dope is getting muscled. By whom? Dragner or Cohen. They control the hop. Thanks, Harry. Stay in touch on this. Mouthpiece tore strips off me at the grand jury. Interessant. Interessant. Dann bleibt uns jetzt erstmal nur mal eine Spur übrig und das ist der Ballroom Club, ne? Interessant. Alles alte Kameraden. Stecken die da alle mit drin? Ich meine, von Courtney wissen wir es ja schon, dass der da auf jeden Fall mit drin steckt. Da steht auch unsere Karre wieder. Aber was mit Jack Kelso? Hat sich damals ja umentschieden. Naja. Fahren wir mal zum Ballroom Club. So, half your old lackeys were on that boat, the late Mr. Goldrick included. They weren't my lackeys. Subordinates then, whatever you want to call them. There were a lot of people on that boat. Maybe you're behind this whole thing, Phelps. Wouldn't that be a master stroke? Wow. Hey, cut me in early and we'll ride this one into the sunset. Sounds like you've got the case all sewn up. Christ alive, this is Ja, a nightmare! entspann dich. Sounds like you've got the case all sewn up, Roy. We should call it a day and go home. And miss out on the blue room? I couldn't do that to you. Der Blumen? Moment, war das der mit der Sängerin? Stimmt, der war das, ne? Der ist ganz cool. Die deutsche Sängerin war es ja, ne? War ja eine Deutsche. So, sind wir ja schon da beim Blue Jazz Club. 3:10 am Abend. Gehen wir da mal rein. Schauen uns da mal um. Moin, moin. Was genau machen wir jetzt hier? Da ist sie. Take a break, boys. We would like them to stay, Miss Lickman. We're making inquiries into the recent deaths of 4 musicians. Since when have the police cared about dead black men? Good point. We don't. What we care about is 2 tons of Army surplus morphine showing up on the street. If you care about working in this town, you better give me something on Biddleston and Bow, or their knucklehead buddies Tyree and Lamont. And this is your idea of making inquiries, Untersturmführer? I've told you 1,000 times about speaking that German gibberish at me, Elsa. Roy! How about you get a drink while I see to this? Will you sit down? Why antagonize him, Elsa? You know what he's capable of. Ask your questions, Head Officer. We have work to do. Die spricht so ein bisschen Englisch, ne? Elsa Lichtmann. Interessant, die spricht so ein bisschen Deutsch. People are dying of overdoses. If you know anything about it, you need to tell me. I can't help you. A lot of cats are into the thing. There's nothing special about your boys. Okay, das ist jetzt echt eine schwere Befragung, aber irgendwie glaube ich ihr dann nicht. Das ist zu wenig. Auch wenn sie jetzt so ein bisschen stark guckt, sie hat eine Zigarette, sie blind sieht, guckt uns nicht wirklich an. Nee, Wahrheit ist das nicht. Ich muss das anzweifeln. Die weiß irgendwie, die weiß ein bisschen mehr. You can do this the easy way with me, or I can call my partner back over. I can assure you he's a lot less sensitive. You think your threats frighten me?
Black man don't supply nothing. You think there's a black man in this town holding on to 2 tons of morphine? He'd be dead in a minute. White man supplies, black man buys. Okay. Interessant. My partner mentioned a couple of names. You recognize them? I have no idea what you're talking about. Was? Was? Okay. Das ist auf jeden Fall wieder nicht die Wahrheit. Haben wir irgendeine Connection zwischen den beiden? Oder zwischen den beiden Parteien? Nö. Aber das ist nicht die Wahrheit. The only way you're going to get rid of me is to give me an answer. I knew Cornell. We worked together a few years ago. He loved the music, but the music didn't love him. What does that mean? It means that he just wasn't that good. He was a sad, lonely cat. Boys, take 5 minutes, please. I need to have a private word with the officer. Okay. Why do you ask people to risk talking about a subject that could have them jailed? Drugs are against the law, Elsa. And you're so full of courage, you have never felt ashamed. This is getting us nowhere. Do you think you'll win your war against narcotics? It's not my war. It's against the law. My job is to prosecute the laws of this city. Do you think you can stop people from needing drugs, detective? I'm asking the questions here. Then why do you come to me with your stupid questions? You know who controls the drugs in this city. It's not enough to just survive, Elsa. You have to try and make the world a better place. Brave words. Very noble. But words are just words, Call Phelps. She's right. We need to pay a visit to the mixer. Cohen? Do you know where to find him? This time of day? You'll find him holding court at the Macambo. He can wait. There's something I need to be sure of. Give me till tomorrow morning. Don't do anything I wouldn't do, partner. Okay. Wir sind wieder beim Blue Room Jazz Club. Verfolgen wir Elsa jetzt? Tatsache. Wir verfolgen sie jetzt. Anders außerhalb des Dienstes. Oder beschatten sie ja. Zum Glück mit dem Auto. Wir wissen ja alle, wie das zu Fuß immer läuft. Also das ist alles ein bisschen verzwickt. Sie hat absolut recht, die Elsa. Man kann Süchtige nicht, clean machen quasi. Aber Cole hat auch recht, es ist schwer. Es ist sehr schwer. Da stoßen 2 Parteien aufeinander. Cole möchte natürlich als Cop alles Mögliche machen, damit das Ganze verschwindet. Aber das ist natürlich nicht so einfach, weil Drogen wird es immer geben. Und vielleicht sollte sich von dem Gedanken mal ein bisschen abtun, dass eines Tages Drogen komplett bekämpft werden. Aber natürlich ist das sein Job. Trotzdem bin ich da eher auf Elsas Seite. Move in. I risk losing the trail. Wir sind nah genug dran. Da sind wir auch schon. Ist das hier Apartment? Hat er sie unter Verdacht? Was hat Cole vor? Folgt ihr bis zum Zimmer? Okay. Was hat Cole vor? Er sieht irgendwie
angespannt aus. Er kämpft mit sich wegen irgendwas. Jetzt klopft er an ihrer Tür. Was hat er vor? Da ist Elsa. Bittet ihn herein. Roy? Hä? Was geht denn jetzt hier ab? Okay. Da wartet unser Partner schon. LAPD, we're looking for Mayor Cohen. I believe he has lunch here. There's not going to be any trouble, is there? Which table? Number 3, if you'll follow me. Ja, wir folgen ihnen. Aber das erst im nächsten Mal. Also sehr komisch, was da gerade passiert ist. Was wollte Cole bei Elsa? Auf dem Zimmer. Ich hoffe, da finden wir noch Antworten. Und was hat Roy damit zu tun, der ja auch da war? Ich würde sagen, das schauen wir uns dann im nächsten Part an, liebe Freunde. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir hoffentlich Antworten auf unsere Fragen finden. Und dann treffen wir auch den Drogenboss Mickey Cohen. Von daher, bleibt dran, habt einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.